Der Triebwagen VT 650 078 der Ostdeutschen Eisenbahn fährt als RB 14 von Hagenow nach Parchim. Den Bahnhof Hagenow-Land verlässt er auf dem falschen Richtungsgleis. Nötig macht das der heute fehlende Bahnsteig zwischen den beiden Gleisen nach Hamburg und Berlin. Erst nach knapp 2 Kilometern kann der Dieseltriebwagen auf das richtige Richtungsgleis wechseln. Solange wird die Strecke nach Hamburg hier blockiert. Uns interessiert heute aber das Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite. Seit 70 Jahren ruft Berlin die Jugend. Die Parole wurde anlässlich der Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Ostberlin im August 1951 an die Wand des alten preußischen Lokschuppens gemalt. Das Betriebswerk Hagenow-Land besteht eigentlich aus 2 Teilen. Dem Reichsbahn BW von 1928, das heute der Eisenbahngesellschaft D&D gehört, sowie dem viel älteren preußischen BW, das etwas weiter westlich liegt. Hier kam man früher über einen Bahnübergang direkt vom Bahnhof ins BW. Beim Streckenausbau für 230 Stundenkilometer wurde er um 2002 beseitigt. Heute ist der Weg vom Bahnhof zum Betriebswerk fast 5 Kilometer lang. Seit 1846 gibt es in Hagenow-Land an dieser Stelle ein Bahnbetriebswerk. Der von der Berliner Hamburger Eisenbahngesellschaft eröffnete Lokbahnhof wurde später von der Preußischen Staatseisenbahn übernommen. Bis in die Nachwendezeit nutzte die Reichsbahn das alte BW als Wagenausbesserungsstelle, abgekürzt WAS. Heute stehen eigentlich fast nur noch Ruinen auf dem früheren Betriebsgelände. Bei D&D wurden gerade Gleisbaumaschinen angeliefert. Wegen der engen Wege am alten BW und des heute fehlenden Übergangs muss der Fahrer bisschen rangieren. Dem Wasserturm des alten Lokschuppens sieht man an, dass er einmal aufgestockt wurde. Im achteckigen Anbau führte eine Wendeltreppe nach oben zu den 2 Wassertanks. Seit der Stilllegung der WAS haben sich hier auf dem alten Betriebsgelände fast nur noch Vandalen und Diebe aufgehalten. Türen und Fenster wurden aufgebrochen und alles gestohlen, was noch irgendwie wertvoll erschien. Was nicht entwendet wurde, fiel einer blinden Zerstörungswut zum Opfer. In der ehemaligen Werkstatt der Starkstromunterhaltung sieht es heute so aus, als wäre hier kürzlich eine Bombe eingeschlagen. In der Decke klafft ein großes Loch. Viele Bereiche des alten Ringlokschuppens können gar nicht mehr oder nur unter Lebensgefahr betreten werden. Weite Dachbereiche sind bereits ins Gebäude gestürzt. Im ehemaligen Lokstand 8 war ein Wasch- und Umkleideraum für die Arbeiter der Wagenausbesserung untergebracht. Zum Schichtende standen sie dann hier Mann für Mann nebeneinander und wuschen den Schmutz der harten Arbeit ab. Auch die Starkstromunterhaltung, die Abteilung technische Anlagen und Lokpersonale des BW hatten hier entsprechende Räumlichkeiten. In diesem grauverputzten Anbau von 1938 befand sich neben weiteren Aufenthalts- und Waschräumen auch eine Werkstatt, in der die Radsatzdrehbank stand. Abgefahrene Radreifen oder Flachstellen konnten bearbeitet werden, bis das Reifenprofil wieder der Norm entsprach. Nebenan in der Wagenwerkstatt wurden die Reparaturen an den Waggons vorgenommen. Im Gegensatz zum alten Lokschuppen befindet sich die zweigleisige Wagenwerkstatt noch in einem erstaunlich guten Zustand.
Die sorgfältig verbretterten Fenster zeigen, dass eigentlich an eine Weiternutzung der Anlage gedacht war. Den Ausbau der Achsen für die Radsatzdrahbank erleichterte eine spezielle Grube. Bis auf ein paar von hirntoten Vandalen zerschlagene Velasbestplatten sieht die Halle so aus, als ob sie morgen wieder in Betrieb gehen könnte. Die ausgebauten Achsen wurden auf diesem Gleisstück von der Wagenwerkstatt rüber zur Radsatzdrahbank gerollt. Von der großen Maschine zeugt heute nur noch die Grube, in der sie einst eingebaut war. Viel schlechter steht es um den achtständigen früheren Lokschuppen. Ursprünglich hatte er nur die 3 linken Stände, wurde um 1903 aber auf 8 Stände erweitert. Die neuen Stände boten dann auch Platz für längere Lokomotiven. Beim linken aus der Zeit um 1880 stammenden Teil wurde 1921 das Dach angehoben. In diesem Bereich muss sich früher einmal die 16 Meter durchmessende Drehscheibe befunden haben. Davon ist heute aber nichts mehr zu sehen. Die geringe Größe war auch der Grund, 1928 ein neues Bahnbetriebswerk mit einer 23 Meter Drehscheibe zu bauen. Nicht nur auf den Dächern des früheren Bahnbetriebswerkes wachsen Bäume, auch unterhalb der eingestürzten Teile ist die Natur dabei, sich das Gelände wieder zurückzuholen. Wohl aus einem Blumenbeet, das Reichsbahner angelegt hatten, haben sich die auch als Kapstachelbeere bekannten Physalis-Pflanzen vor den Ständen 1 und 2 ausgebreitet. Sie bringen nun etwas Farbe in die Tristesse dieser Ruinen ohne wirkliche Zukunft. Hinter den zugemauerten Torbögen der Stände 1 und 2 befand sich die Tischlerei der Wagenausbesserungsstelle. Hier wurden alle Holzarbeiten für die Reparaturen der Güterwagen durchgeführt. Auch wenn sonst im Betriebswerk Holzarbeiten anfielen, wurden sie von der Tischlerei übernommen. An den wenigen verschweißten Stahltüren haben sich die Eindringlinge die Zähne ausgebissen. Die so gesicherten Räume sehen heute noch so aus wie damals, als sie verlassen wurden. Ein paar Meter westlich von der Drehbankwerkstatt, die wir hier noch einmal rechts sehen, steht dieses flache langgestreckte Gebäude. Es beherbergte die Feuerwehr des Bahnbetriebswerkes. Zur minimalen Ausrüstung gehörten eine Motorspritze, eine Dieselameise sowie Feuerlöscher und Sandeimer. Damit musste ein Brand in Schach gehalten werden, bis aus Hagenow die richtige Feuerwehr eintraf. Über die Brandgefahrstufen der einzelnen Bereiche der WAS informierten an den Eingängen zu den Arbeitsstätten aufgemalte Hinweise. BG 4 an einem Waschraum zeigte weniger Risiko an als etwa BG 3 an der Tischlerei. Das letzte Gebäude am Rande der großen Wildnis ist dieses Toilettenhaus. Ob es noch zur Wagenausbesserung oder schon zum einst direkt anschließenden großen Güterbahnhof gehörte, ist nicht ersichtlich. Die große Wildnis, das ist das Gelände des in den 1980er Jahren angelegten Güterbahnhofs. Der halbautomatische Rangierbahnhof besaß einen Ablaufberg und eine anschließende Gleisharfe mit 10 Richtungsgleisen. Insgesamt hat es im Bereich des Bahnhofs Hagenow Land einmal 32 Gleise gegeben.
Nach der Wiedervereinigung wurde der einst für den Grenzverkehr wichtige Güterbahnhof nicht mehr gebraucht und vollständig abgebaut. Trotzdem finden sich heute noch im hohen Gras und im Gestrüpp Reste der damaligen Infrastruktur, kurze Gleisstücke, die schon von Baumstämmen überwachsen sind, ein Fernsprechkasten und ein Mast mit Lautsprecher, verschiedene Stromanschlüsse. Warum sie wohl alle beim Abräumen des Geländes vergessen wurden? Zu Zeiten der Wagenausbesserungsstelle waren viele Gleise mit Schadwagen belegt, die auf ihre Reparatur warteten. Darunter auch mancher Waggon, der in Büchen von den Wagenmeistern der Bundesbahn zurückgewiesen worden war. Die Deutsche Bahn hatte das alte preußische Betriebswerk zusammen mit dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs gerne auch verkauft, konnte aber wegen möglicher Verunreinigungen im Boden wohl bisher keinen Käufer finden. Als D&D 1999 das Reichsbahn BW übernahm, hatten die Jahre des Stillstands auch dort schon reichlich Spuren hinterlassen. Um Vandalen und Diebe draußen zu halten, ist das BW heute ähnlich einem Hochsicherheitsbereich geschützt. Nur selten ist das Zufahrtstor geöffnet und erlaubt einen freien Blick aufs Gelände von D&D. Heute sind Fahrzeuge der Bernburger Firma Jäger und von Heikon aus Lübbenau zu sehen. Arbeitsgruppen der beiden Firmen heben Gruben für neue Fahrmastfundamente aus. In die Erdlöcher kommen anschließend die vorgefertigten Verschalungen. Das Ganze findet im Rahmen der Sanierung der Strecke Berlin-Hamburg statt, die zwischen September und Dezember 2021 zum Teil vollgesperrt ist.